Let's buy Nami Sailing. Die Welt ging unter, also zumindest hat es sich für uns so angefühlt. Selbst im Hafen wurde uns etwas mulmig. Wir sind dann weiter und haben uns entlang der Nordseite von Menorca geschlängelt. Die Winde sind hier sehr spannend. Jetzt haben wir eine tiefe und sichere Bucht gefunden. Doch ist es so paradiesisch, wie wir glauben? Heute mal wieder ein paar Böen angesagt. Ich hoffe, wir haben uns überlegt, bevor wir wieder den ganzen Tag am Boot sitzen und nichts machen können und nur bibbern und zittern, dass das Boot hält, dachten wir erkunden ein bisschen die Stadt. Dazu haben wir uns wieder den Ankeralarm auf Doros Handy reingehauen und auf meinem Handy übertragen. Bis dahingehend haben wir zumindest eine Übersicht. Was mir Sorgen macht, ist eher das eine Boot an der Boje. Dass wir dagegen vielleicht irgendwie immer diese Bojen. Die Neugier zog uns an Land. Ein alter Turm im Dorf versprach den perfekten Ausblick und ein bisschen Entdeckerfieber. Doch vor verschlossenen Türen verpuffte die Vorfreude ganz schnell. Entweder privat oder irgendwie aus dem Betrieb. Tja, schade. Immerhin konnten wir ein wenig von dem verschlafenen Dorf Port de Adaia was sehen. Ich wollte mir einen Espresso Tonic bestellen. Dann sagte sie, ein Espresso. Ja, mit Tonic. Sie sagte, ein Tonic. Ja, mit Espresso. Naja, ich glaube, hier kennt man das nicht. Und jetzt habe ich halt einen Espresso und Tonic. Aber wir haben noch einen spannenden Rückweg zu unserem Ankerplatz gefunden. Wir haben noch einen offiziell ausgeschriebenen Weg gefunden, aber der fühlt sich so an, als würden wir durch Gärten von den Leuten gehen oder die Hinterhöfe. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht offiziell an. Das ist ein deutsches Gefühl. Da ist ein gesunkenes Stingy, das Doro entdeckt hat. Heute kein Wind. Jetzt haben wir uns gedacht, wir machen einen kleinen Ausflug. Wir haben jemanden Liebes kennengelernt, den Mario. Der hat uns dann empfohlen, hier einfach diese Mündung weiter reinzufahren. Das ist echt idyllisch. Super wunderschön. Mit dem Kajak wohlgemerkt, Mit dem Boot. Ja, so. Stimmt, es gibt eine Markierung, da kann man mit dem Boot halt nicht mehr rein, weil es einfach zu flach ist. Ich habe mit dem Kajak schön rein. Jetzt haben wir hier so ein Privatgrundstück entdeckt, mal da angelegt. Das sieht auch echt Lost Place aus, sehr verlassen. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg. Er hat uns noch die Salina empfohlen, so ein altes Salzbeschaffungsfeld, Salzfeld. Und heute konnten wir sowieso nicht weiter, weil kein Wind. Aber ich glaube, das tut auch gut, keinen Wind zu haben. Auch gut, mal an einem Ort zu sein. Ja,
wenn der Ort tatsächlich gar nicht so groß so viel zu bieten hat. Ich meine nicht den Ortschaftsort, sondern halt an einem Ankerspot. Das stimmt. Das müssten dann die Salzfelder sein. Gucken, wie es von oben aussieht. Sehr spannend. Wir haben erfahren, dieses Bojenfeld ist ausnahmsweise kein illegales Feld. Es wird von so einer Art Bojenverein betrieben und es kostet in etwa, glaube ich, 1.000 € fürs komplette Jahr, eine Boje zu mieten. Und das wird irgendwie so, ist so gehandhabt, dass mit dem Officials, also mit der Regierung, mit der chinesischen Regierung, so gehandhabt wird, dass die dafür gewährleisten müssen, dass irgendwie, ich glaube, Naturgesetze eingehalten werden und dass diese Bojen, also erstens dieses Gewicht halten können von den Booten, dass sie da gewisse Betongewicht dran haben und dass sie die Leinen warten. Also, weil das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Sehr viele Leinen sind immer durch und wenn die kaputt gehen, dann knoten sie sich irgendwie zusammen. Und das hatten wir ja da, wo wir Toni getroffen haben, in dem einen Hafen, dass die da nur noch Knoten nach Knoten hatten und das konnte man gar nicht mehr an seine Klampe binden. Die Wartezeit für so eine Boje ist jetzt gerade anscheinend so 3 bis 5 Jahre. Wir haben unser Wetterzeitfenster verpasst für Mahu. Ein gutes Ding, das wäre gestern gewesen, aber dann hätten wir diese schöne Salzanlage nicht sehen können. Heute ist ja schon am Wind, hart am Wind. Wir mögen am Wind nicht, beziehungsweise Doro ist da sehr vorsichtig, wenn es darum geht, dass das Boot in eine echt krasse Schieflage geht. Wir hatten eigentlich Bock, noch mal einen Tag hier zu bleiben, aber morgen ist der Wind noch schlimmer. Also da könnten wir absolut gar nicht segeln. Und übermorgen müssen wir uns schon wieder verstecken. Und in knapp 2 Wochen kriegen wir wieder Besuch. Das heißt, da wollen wir auch schon wieder auf Mallorca sein. Naja, das kommt auch noch dazu. Wir kommen nicht nach Sardinien. Wir versuchen es noch vielleicht mal im Oktober oder im November sogar. Es wäre schön, denn es ist auch so eine Insel eben, die uns sehr am Herzen liegt. Und da unsere Segelreise zumindest im Kopf mal auch angefangen hat, diese Idee, wäre schön, wenn wir es mit unserem eigenen Boot auch mal erkunden können, aber naja, man kann halt nicht alles haben. So ist das leider. Wir sind streng nach dem Motto lieber safe than sorry unterwegs und aktuell gibt es zumindest für unsere Fähigkeiten kein geeignetes Wetterfenster nach Sardinien. Zudem ist es das erste Mal, dass wir im Schlamm geankert haben. Perfekt, wenn wir sicheren Halt durch unseren Anker haben. Doof nur, dass man das alles putzen muss. Denn das Zeug ist echt hartnäckig, wenn es einmal getrocknet ist. Dennis versucht noch ein wenig Schlamm vom Anker und der Kette abzuschütteln, aber das gelingt nur so semi-gut.
wenn man nicht alles selber kontrolliert. Der Avionics schickt uns hier durch. Das ist nur 1 Meter tief. Da wären wir stecken geblieben. Immer kontrollieren. Der Aufbruch war ein absoluter Kaltstart. Der Anker oben, bevor auch nur eine Schot klar lag. Zum Glück zwingt uns das enge Fahrwasser in ein ruhiges Schneckentempo. So weicht die anfängliche Hektik langsam, während wir Handgriff für Handgriff das Deck startklar machen. Eine sanfte Krängung, kein Ruckeln, nur das leise Zischen des Wassers am Rumpf. Ein Moment, in dem man sich einfach grinsend zurücklehnt und genießt, wie harmonisch die Nami dahin gleitet. Doch die nächste Überraschung folgt. Wir müssen wenden. Der Wind treibt uns landauswärts. Und die nächste Überraschung? Wieder eine Wende, denn der Wind treibt uns landeinwärts. So, der Wind kommt irgendwo von da. Und immer wenn wir praktisch zu weit da draußen sind, dann bläst es volle Karacho. Und dann dreht er auch noch, sodass wir dann immer weiter weg müssen. Und je weiter wir hier reinfahren, desto weniger Wind wird. Und da dreht er auch. Da müssen wir halt in die andere Richtung drehen. Also müssen wir jetzt, glaube ich, ganz viele Zickzack-Mini-Wenden fahren an dieser magischen Linie, damit wir ankommen. Na gut, wir müssen nur auf dieser magischen Linie bleiben. Wird ja nicht so schwer sein. Zickzack, zickzack, die Arme werden schwerer, die Hände rauer. Wir ackern seit über 3 Stunden gegen die unsichtbare Wand an. Doch die Landspitze da vorne weigert sich beharrlich, auch nur einen Millimeter größer zu werden. Ein endloses Laufen auf dem Laufband, das massiv an den Nerven sägt. Nach etwa weiteren 1,5 Stunden können wir um das Kap rum. Doch der Wind bläst direkt auf die Nase. Also Segel rein, Motor an. Und die letzten 2 Meilen wird motort. Was mehr Boote als erwartet. Hier sind die Leute, glaube ich. Ja, dreh um, wir ankern.
paar Leuten gewunken, die haben nur doof geguckt. Ich weiß gar nicht, was mit denen los ist. Leute grüßen, hallo? Schon schwierig. Ein Wald aus Masken erschlägt uns förmlich bei der Einfahrt. Die erhoffte Ruhe weicht sofort einer angespannten Parkplatzsuche, begleitet von skeptischen Blicken der Nachbarn. Wir schleichen uns ganz nach hinten durch, wo das Wasser flacher und die Lücken größer werden. Mitten im Trubel dümpelt plötzlich ein einsamer, knallorangener Fleck durchs Wasser. Eine herrenlose Rettungsweste. Dennis fackelt nicht lang, er hechtet ins Kajak und jagt der Weste mit schnellen Paddelschlägen hinterher. Jemand seinen Life-Jacket verloren. So, gefühlt juckt es auch irgendwie gerade gar nicht. Keine Ahnung. Können Sie ja erstmal behalten. Vielleicht kommt jemand vorbei. Ja, ich hänge sie mal raus. Wir haben die Schwimmweste sichtbar rausgehängt, falls sie dann doch mal jemand sucht. Aber Spoiler, wir haben jetzt eine neue Schwimmweste. Dann gab es noch ein wenig Hafenkino. Zuerst hat das Motorboot den Katamaran geweiht, von bösen Geistern befreit und gesegnet. Damit sie sich auch gut verständigen können, ist das Motorboot auch sicherheitshalber ganz nah ran. Wer möchte schon durchs Ankerfeld brüllen müssen? Nach der Weihung mussten noch die anderen Boote ran. Die schweren Geschütze wurden aufgefahren. Richtig, eine Papstwahl. Doch die hat sichtlich nicht geklappt. Schade. Aber hey, immerhin können die Badegäste sich bei 1 Meter tiefen Wasser erfreuen. Heute gibt es Couscous-Salat. Was sagt der erste Bissen? Warte, hier so. Der erste Bissen ist zu sonnig. Beim Blick nach draußen dachten wir zuerst, wir sehen einen schönen Sternenhimmel. Doch schnell stellte sich raus, es sind alles Ankerlichter von den Segelbooten hier in der Bucht. Wahnsinn. Den krönenden Abschluss bildete ein gewaltiges Donnern in der Stadt. Das große Fest zu Ehren der Schutzpatronin. Ein Moment, der all die zähen Wenden und Anstrengungen des Tages mit einem Schlag verblassen ließ.